Hallo, guten Tag. Servus, grüß euch. Heute befassen wir uns mit der wahren Geschichte der Weißen Rose. Es geht um einen Freundeskreis, um eine kleine Gruppe Freunde, die sich gegen die Nazis eingesetzt haben. Ein Bruder und eine Schwester und die Freunde von den zwei haben sich gegen die Nazis eingesetzt. 1933 sind die Nationalsozialisten, auch bekannt als die Nazis, an die Macht gekommen. Sie sind hinaufgestiegen in der Regierung. Damals haben Hans und Sophie noch bei ihrer Familie in der ruhigen südlichen Stadt Ulm gewohnt. Sie haben noch bei ihrem Papa und bei ihrer Mama mit ihren Brüdern und Schwestern zusammen gewohnt. Hans wurde im Jahre 1919 geboren und die Sophie wurde im Jahre 1921. Im Jahre 1933 war die Sophie 12 und der Hans, wo ist der Hans? Ja, da ist der Hans. Der Hans war 15. Sie sind damals noch in die Schule gegangen. Sie sind beide Schüler gewesen. Die Sophie ist Schülerin gewesen und der Hans ist Schüler gewesen. Und nach ein paar Jahren haben sie gemerkt, dass in der Schule Nazi-Propaganda verbreitet wurde. Das heißt, die Lehrer haben sozialistische Unterrichtsmaterialien verwenden müssen. Sie mussten sie verwenden. Ihr Vater, der Vater von Sophie und von Hans, hat als Steuerberater gearbeitet und dabei oder dadurch seine Familie unterstützt finanziell. Er ist auch Christ gewesen. Er hat nicht an die Nazi-Ideologie geglaubt. Er hat Nationalsozialismus nicht mit seinem christlichen Glauben verbinden können. Ja, zusammen mit seiner Frau Magdalena versucht er, seine Kinder christlich zu erziehen. Mit Glauben, mit religiösen, christlichen Glauben zu erziehen. Anfangs haben sich die Kinder aber doch für den Nationalsozialismus interessiert. Sie haben den Nationalsozialismus interessant gefunden und sie haben mitgemacht. Sie haben zum Beispiel an der Hitlerjugend teilgenommen. Hans wurde Mitglied der Hitlerjugend und hat einen schnellen Aufstieg gemacht. Er hat ziemlich bald die Verantwortung für 160 andere Jungs übernommen. Also der Hans Scholl, ist bei der Hitlerjugend beigetreten und war dann für 160 Jugendlichen oder Jungsburschen zuständig, verantwortlich. Und Sophie ist beim Bund Deutscher Mädel beigetreten. Das ist eine Schwesterorganisation von der Hitlerjugend. Also die Sophie hat bei ihnen mitgemacht. Sie ist Mitglied gewesen. Durchs Lesen sind sie auf neue Ideen gekommen. Also die Sophie hat Bücher von Augustinus von Hippo, Sankt Augustinus von Hippo, gelesen. Und sie hat gesehen, aha, die Nazi-Werte und die christlichen Werte, sie lassen sich nicht vereinbaren. Sie sind nicht die gleichen Werte. Langsam hat die Sophie begriffen, dass ihre eigenen Werte sich niemals mit den Nazi-Werten vereinbaren lassen würden. Also sie sind unvereinbar, die Nazi-Werten und die christlichen Werte. Sie hat nämlich immer mehr an den Frieden geglaubt und auch immer mehr an die Menschenwürde geglaubt. Das heißt, sie glaubt immer mehr daran, dass jeder Mensch einen Wert hat. Und Hans hat dann die oppressive, brutale Natur der Diktatur unter Hitler immer stärker wahrgenommen. Das war Hans, seine Wahrnehmung. Er hat verstanden, aha, die Diktatur unter Hitler ist ganz schlimm.
Hans ist dann im Jahre 1941 nach München gegangen, um Medizin zu studieren. Er hat das Elternhaus in Ulm verlassen und ist nach München gegangen, um zu studieren. Hat er natürlich neue Freunde gefunden, und zwar Willi Graf, Alex Schmorell und Christoph Probst, der auch aus einer religiösen Familie gestammt hat. Alle diese Freunde, also alle vier, Willi, Hans, Alex und Christoph, waren gegen die Nazis. Sie waren junge Studenten auf der Universität und sie waren alle vier gegen die Nazis. Die vier Freunde haben die Vorlesungen und Gesprächsrunden vom Professor für Philosophie Kurt Huber besucht. Herr Professor Huber ist bereits in Konflikt mit den Nazis gestanden, weil er verbotene Werke von jüdischen Autoren und Denkern angepriesen hat. Er hat gesagt, ja, die jüdischen Denker haben gute Bücher geschrieben. Im Mai 1942 ist die Sophie nach München gekommen, um Biologie und Philosophie zu studieren. Also sie ist auf die gleiche Universität wie Hans gegangen. Die Sophie hat die Freunde vom Hans kennengelernt und sie haben sich auch gut verstanden. Sie sind auch Freunde geworden und der Freundeskreis ist gewachsen. Das heißt, die Sophie hat sich schnell im Freundeskreis integriert. Sie hat sich gut mit ihnen verstanden. Super. Ja, Sophie, Alex, Christoph und Willi, sie wollten sich gegen die Nazis einsetzen. Und sie haben einen Weg gefunden, wie sie das machen konnten. Sie wollten keinen Krieg und sie wollten keine Unterdrückung, sie wollten keine Diktatur. Sie waren gegen Diktatur, gegen Krieg und gegen Unterdrückung. Weil sie haben verstanden, dass jeder Mensch doch Würde hatte. Im Juni 1942 haben sie heimlich angefangen, Flugblätter, so Flyer, zu schreiben. Und sie haben dann andere Exemplare gemacht, sie haben Kopien gemacht. Die Flugblätter haben sie Flugblätter oder Flugblatt der Weißen Rose genannt. So haben die Flugblätter, die Flyers, so haben sie geheißen. Flugblätter der Weißen Rose. So diese kleine Gruppe Freunde haben sich Weiße Rose genannt. Die Flugblätter, hier sind sie, haben sie dann in Telefonzellen aufgehängt und an geparkte Autos hingelegt. Und auch per Post haben sie die Flugblätter geschickt. Im Juli 1942 mussten Hans, Alex und Willi nach Russland gehen, und zwar an die Ostfront, um ein Praktikum zu machen. Das war Pflicht. Sie mussten ein Praktikum bei den Nazis machen an der Ostfront. Und dort haben sie die Grausamkeiten des Krieges erlebt. Sie haben hautnah mit eigenen Augen gesehen, wie grausam der Krieg eigentlich ist. Und es war für sie ganz entsetzlich. Sie waren komplett entsetzt, die drei. Es war eine fürchterliche, eine schreckliche Erfahrung für alle drei Jungs, alle drei Studenten. Nach ihrer Rückkehr aus der Osten haben die Freunde ihre Widerstandsarbeit haben sie wieder aufgenommen. Sie haben wieder angefangen, die Flugblätter zu schreiben und zu verteilen. Zwischen 6.000 und 9.000 Exemplare ihrer Flugblätter wurden gedruckt und in süddeutschen und österreichischen Städten verteilt. Also sie haben die Flugblätter in süddeutschen und in österreichischen Städten verteilt. In einer Nacht haben sie beinahe 1.000 Flugblätter in die Postkasten Münchens gesteckt, so geworfen, damit die Post die Flugblätter verteilen würde. In einer anderen Nacht haben sie Schablonen, so Stencils genommen und schwarze Anstrichfarbe und sie haben nieder mit Hitler und Freiheit an der Fassaden der Staatskanzlei Bayern und an den Mauern der Universität geschrieben. So an den Wänden Universitätsgebäuden haben sie geschrieben, Freiheit und nieder mit Hitler. Und Hitler ist ein Massenmörder. Ihnen ist schon klar geworden, dass Hitler ein Massenmörder gewesen ist. Sophie ist auf ein Universitätsgebäude hinaufgeklettert oder hinaufgegangen und sie hat nämlich die Flugblätter runtergeworfen vom Gebäude in einen Universitätspark
Gerichtshof. Aber das Problem war, dass einer von den Hausmeistern die zwei Studenten dabei erwischt hat. Er hat gesehen, wie die Sophie und ich glaube, es war der Hans, die Flugblätter runtergeschmissen haben auf die Universität. Sie haben die Flugblätter so verteilt und der Hausmeister hat die zwei Studenten erwischt und er hat ihnen der Gestapo, oder hat sie der Gestapo übergeben. Er hat der Gestapo, also die Geheimstaatspolizei, den Studenten übergeben. Hier sind die sogenannten Verbrecherfotos von Sophie und Hans, nachdem sie erwischt wurden und von der Gestapo festgenommen wurden. Die Gestapo hat eine Befragung natürlich durchgeführt. Im Gerichtsprozess sind die Angeklagten beeindruckend ruhig geblieben. Sie sind ganz ruhig geblieben und sie haben großen Mut gezeigt. Sie waren ganz mutig. Aber im Endeffekt haben sie aber doch keine Chance. Sie haben keine Chance gehabt gegen die Nazi-Herrschaft. Leider. Und zum Schluss, am 22. Februar 1943 hat der Volksgerichtshof unter der Leitung von Vorsitzenden Roland Freisler ein Todesurteil gegen die drei ausgesprochen. Und Hans Scholls letzte Worte sollen die folgenden gewesen sein: Es lebe der Freiheit. Die angeblichen Verbrechen von den 4 waren nämlich verräterische Feindbegünstigung, mal schauen, warte kurz, Vorbereitung auf Hochverrat und Verschlechterung der militärischen Stärke. Ja, das waren die angeblichen Verbrecher. Und eben die letzten Worte von Hans sind angeblich: Es lebe die Freiheit. Na gut, das war eine wahre Geschichte aus der Zweiten Weltkrieg. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.